Du hast dir mal die Skillerweckungen angeschaut und die sind ja brutal unfair verteilt eigentlich. Eine M hat quasi immer einen Volltreffer und Blade Knights sind richtig angearscht, da die noch die Vagranten-Skills erwecken können. Du siehst da ein leichtes Ungleichgewicht. Blade und Knight, hast du dir schon mal Elementor angeguckt? Elementor hat die meisten und Ringmaster die wenigsten. Also Blade und Knight haben auch viel. Aber Elementor hat halt über 30 und keine einzige andere Klasse hat über 30. Ringmaster hat 3 und Elementor hat mehr als 10 mal so viel. Seems legit. Da merkt man, wer auch immer dieses Spiel damals entwickelt hat. Wobei, was heißt damals? Flash Universe ist ja doch recht neu. Mag offensichtlich keine Magier. Und ist mehr ein Fan von Blade. Oder in dem Fall Ringmaster. Aber auf jeden Fall sind viele Sachen eher pro Blade. Ich meine, immerhin musst du das Blade und Knight musst du es so sehen. Ich meine, zumindest als Blade. Ein Blade braucht keine Skillerweckung. Wofür braucht ein Blade jemals eine Skillerweckung? Kein Schwein spielt AOE Blade. Und damit ist es dann eh schon hinfällig. Eigentlich. Größtenteils. Knight schon eher. AOE Knight ist auf jeden Fall häufiger als AOE Blade. Aber auch da ist es fast egal, würde ich behaupten. Wichtig wäre es halt, eine faire Regelung zu finden, wo man das irgendwie ein bisschen balancen könnte. Man hätte die Erweckungen mit den Leveln begrenzen müssen, ab Level 16 nur noch Second Job Erweckungen. Zum Beispiel, aber selbst das wäre immer noch unfair. Also meiner Meinung nach, das einzig Faire, was du wirklich machen könntest, wäre entweder bei den Skillerweckungen, dass du suchst dir den Wert aus, auf den du rollst und nur die Prozente sind random. Dann wäre es eigentlich total fair, weil dann hättest du immer einfach Glück oder Pech mit den Prozenten und der Skill, den du rollst, ist einfach ausgewählt. Das heißt, es ist egal, ob deine Klasse 85 Skills hat oder nur 2. Du suchst dir den Skill aus und rollst dann nur diesen einen Skill. Die könnten ja auch die Scrolls dann doppelt so teuer machen oder 3-mal so teuer. Würde sich ja trotzdem lohnen für die meisten. Beziehungsweise doppelt oder 3-mal so selten. Oder das andere wäre halt, du rollst schon beides. Also du rollst Skill und Höhe. Aber du kannst die Höhe speichern. Und dann gibt es halt ein zweites Scroll. Ich meine, sie lieben ja dieses Doppel-Scroll-System. Gibt ja bei vielen Sachen immer 2 Scrolls oder mehrere Sachen. Whatever. Dass du quasi, zum Beispiel, du rollst jetzt 25% Windfield, willst aber Poison Cloud. Und dann kannst du sagen, okay, ich habe jetzt 25% gerollt, was arsch selten ist. Die 25% kann ich behalten. Und dann gibt es eine richtig teure Scroll, die halt 500 F-Coin oder 1000 von mir aus auch kostet. Mehr als 1000 auf keinen Fall, sonst wäre es wieder zu teuer. Und dann kannst du die kaufen und dann heißt die halt, keine Ahnung, Scroll of Weapon Bonus, keine Ahnung, Swap oder so. Und damit kannst du dann quasi den Skill swappen zu einem Skill deiner Wahl, so wie bei Element Change ungefähr. Und die Höhe bleibt aber. Also du hast 25% gerollt. Das heißt, jeder müsste dann eigentlich nur 25% rollen und ab da wäre es dann ein anderes Scroll kaufen und einfach swappen. Boom, hast du dann 25% Skill. Also so würde ich mir das vorstellen. Weil das mit dem ab Level 60 erwächst du nur noch 2 Klassen-Skills. Die Idee hatten am Anfang sehr viele Leute. Aber das ist halt leider immer noch extrem unfair. Weil erstens mal bei Ringmaster wäre es zum Beispiel dumm. Oder bei manchen Klassen wäre es tatsächlich dumm. Weil sie tatsächlich die First Job Chain Skills brauchen. Das trifft eigentlich fast nur auf Ringmaster zu. Mir fällt zumindest gerade kein anderes Beispiel ein. Aber ist ja egal.
kann ja die wildesten Gründe haben, warum jemand einen First-Job-Class-Skill will, erwecken will. Ist ja egal warum. Jedenfalls, dass das dann gar nicht mehr möglich ist, ist ja eigentlich gar nicht mal so geil. Weil wenn das wirklich jemand will, dann nimmst du dem diese Möglichkeit einfach und das schaffst du schon wieder ein neues Problem, was man lösen müsste. Und fair wäre es immer noch nicht, weil, wie gesagt, zum Beispiel Elementor oder auch Psykeep, ne, Psykeep eigentlich nicht, ne? Ja, Elementor eigentlich wieder hauptsächlich, aber auch andere Klassen sicherlich, haben dann immer noch das Problem, dass sie 10, 12, 20 Skills haben und andere haben dann trotzdem nur 5 oder 6. Und dann ist ja immer noch unfair. Also du kannst es eigentlich wirklich nur fair machen, wenn man sich in irgendeiner Form den Skill oder die Höhe oder irgendwie, so wie ich es gerade gesagt habe, diese beiden Methoden, wären so meine Traum-Szenarien, eine von diesen beiden Methoden, wäre meine Vorstellung von einer fairen Welt, von einer fairen Skill-Erweckungswelt. Weil anders geht's halt einfach nicht. Logischerweise, weil du hast halt einfach verschiedene Klassen, die haben verschiedene Anzahl an Skills. Das ist ja auch fein, dass das so ist. Aber nicht fein ist, dass du halt nichts dagegen machst. Und man das einfach so hinnimmt, so, ja, du bist Magier, du brauchst das zwingend und deswegen musst du 10-mal so viel Geld ausgeben. Das ergibt eigentlich keinen Sinn. Weil theoretisch, wenn du eine andere Klasse spielst als AOE-Klasse, der ist ja genauso abhängig von der Skillerweckung, auch wenn er kein Magier ist. Ich meine, als Magier hast du keine Hand dabei, du kannst nur Skills benutzen, ohne Skills kannst du Magier nicht spielen. Aber ich finde das halt irgendwie schwachsinnig, weil wenn du eine AOE-Klasse spielst, AOE Ranger, AOE Blade oder so, auch wenn das die meisten Leute halt nicht machen, ist ja egal, darum geht's ja nicht. Dann hast du da ja trotzdem die Abhängigkeit von dem Skill. Ich meine, AOE Ranger ohne Flame Arrow auf dem Bow zu spielen, ist ziemlich dämlich. Überhaupt irgendeine AOE-Klasse zu spielen, ohne dem AOE-Skill erweckt zu haben, auf der Waffe ist ziemlich dämlich. Also zu sagen, dann, dass das halt irgendwie so ein bisschen ausgleicht. Also haben auch schon Leute gesagt, dass das halt dann das Problem einfach ist von Elementor und Psy oder so, weil die halt eh schon so stark sind oder so, finde ich halt einfach ich finde es ein ziemlich dummes Argument. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt schon seit das Spiel released wurde so, oder? Gab doch die Weapon Bonus Reroll Scrolls, die gab es ja gleich von Anfang an. Ja, doch, ziemlich sicher. Und das haben die in über 2 Jahren nicht geändert. Ich glaube, es kam nicht mal in irgendeinem FAQ jemals vor. Gab ja doch schon einige Dinger, wo man die Entwickler fragen konnte über irgendwas. Ich glaube, es hat sogar noch nie jemand vorgeschlagen oder gefragt. Oder zumindest hat es diese Frage oder dieser Vorschlag noch nie in so eine Session geschafft. Was eigentlich auch ziemlich crazy ist. Aber ja. Vor allem, das Lustigste an der ganzen Diskussion ist ja eigentlich, ne? Man könnte es ja eigentlich auch verstehen, dass sie es nicht ändern wollen, wenn sie damit arschviel Geld verdienen würden. Aber ich bin mir halt ziemlich sicher, Weapon Bonus Reroll Scrolls werden im Cash Shop halt überhaupt nicht gekauft. Weil das ist ja eigentlich immer so das Standardargument, dass man sagen kann, naja, warum sollten sie es ändern? Sie machen so viel Geld damit, natürlich ändern sie es nicht. Aber also am Anfang sicherlich, am Anfang haben bestimmt viele Leute Weapon Bonus Reroll Scrolls gekauft. Aber mittlerweile, ey, ich biete meine Weapon Bonus Reroll Scrolls sehengebunden für 3 Mio an und niemand kontaktiert mich. Also ich würde aber behaupten, ich bin 100% scam-frei. Ich würde es ja eh im Stream sogar machen. Und 3 Mio. 3 Mio. Die Dinger kosten 100 F-Coin, das sind 15 Mio. Und keiner meldet sich. Das musst du dir mal geben. Also wer zur Hölle würde die jemals für 100 F-Coins kaufen, wenn die Leute nicht mal bereit sind, 3 Mio dafür auszugeben? Die Dinger sind fucking wertlos und kein Schwein kauft die im Cash-Shop. Und wenn du sie mal tatsächlich in einem Shop siehst, das habe ich nämlich tatsächlich letztens gesehen, da waren sie für 12 Mio drin. Also auch für weit unter F-Coin-Kurs. Die hat wahrscheinlich irgendeiner irgendwann mal gekauft, dann vergessen. Oder zu viele gekauft und dann ist heftig bereut, weil er sie nicht mehr losbekommen hat. Also, keine Ahnung. Schon ziemlich dämlich. Aber dieses Thema wird uns wohl für immer begleiten. Also ich denke nicht, dass sich da jemals was ändern wird.
Dafür ist es jetzt einfach schon viel zu lange so, wie es ist.